Das Buch Sirach sagt: Vergebe deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Unrecht vergeben. Eine harte Aufforderung. Verzeihung, besonders ein Unrecht, ist für viele Menschen eine sehr schwierige Aufgabe, die sie fast immer an ihre Grenzen führt. Lohnt es sich für uns die Verzeihung? Professor Frederick Luskin von der Stanford Universität war Direktor für ein Projekt, es heißt Vergebungsprojekt. Er zählt einige folgenden Ergebnisse seines Projektes auf. Verzeihen hilft gegen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel und weitere psychosomatische Beschwerden. Verzeihen senkt den Blutdruck und das Cortisol, ein Stresshormon im Blut, und auch wirkt gegen Rückenschmerzen, Depressionen. Verzeihen hilft dabei, Übergewicht loszuwerden. Ja, die Verzeihung lohnt sich für uns körperlich und geistig. Trotzdem ist die Verzeihung für uns schwierig. Wir nennen das Evangelium die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft des Evangeliums ist: Gott hat uns in Jesus verziehen. Epheserbrief Kapitel 4 sagt: Vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Im Matthäus Evangelium Kapitel 18 erzählt Jesus ein wunderbares Gleichnis. Er sagt, wie das Himmelreich charakterisiert ist. Es war einmal ein König, dessen Diener war ihm 10.000 Talente schuldig. Es hat Werte von mehrere Milliarden Euro. Wie groß war die Summe damals? Ja, der Diener musste alles verkaufen. Sich selber, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, um die Schuld auszugleichen. Er soll bis zum Tod ein Sklave sein. Der Diener fleht seinen Herrn an: Habe Geduld mit mir. Diese kleine Bitte öffnet die Tür des Mitleids und der Barmherzigkeit. Der König ließ ihn gehen und erließ ihm die Schuld. Aber dann passierte etwas Hartes. Der Mann traf einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Ein mazedonischer Denar hat gerade einen Wert von 0,016 Euro. Das heißt, die Schuld war ca. 1,62 Euro. Dafür ließ er den anderen Diener ins Gefängnis werfen. Was ist hier passiert? Das Mitleid und die Liebe seines Herrn ist kein Thema für den Diener. Sein Herz war verschlossen. Er ließ sich nicht von der Barmherzigkeit seines Herrn berühren. Die Vergebung, die er empfangen hat, will er nicht weitergeben. Der Römerbrief sagt: Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Kann ich diese Worte glauben? Im Johannesevangelium verspricht Jesus uns: Wenn jemand mich liebt, würde er mein Wort halten.
Mein Vater würde ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet, umgeben von Gott leben wir als seine geliebten Kinder. Kann ich mein Herz öffnen für diese Wahrheit? Lasse ich mich von dieser Liebe durchdringen? Die Liebe Gottes, die mich befreit, ist größer als das Unrecht, das andere mir angetan haben. Verzeihung ist nicht ein Vergessen, sondern ein Loslassen. Es ist nicht ein Kompromiss zu machen, sondern den anderen von seinem Unrecht freizusprechen. Vergebung ist ein göttliches Werk. Darum brauchen wir schwache Menschen Gottes Hilfe dafür. Jesus ist gegenwärtig in seinem Wort und Sakrament. In dieser Nähe Jesu kann ich Kraft schaffen und sein Beispiel der Vergebung nachahmen. Dazu möge uns Gott helfen. Wir beten. Jesus, schenke uns die Kraft deines Geistes und Wortes,